Bei 20:0 auf einem Turnier, das passiert ab und an. Aber eine Serie von 20:0 Spielen, Runde für Runde, Turnier für Turnier, das ist eine andere Liga. Mein Name ist Dennis Gottschalk und ich will herausfinden, warum Spieler wie Leif Westermann, Tim Schneider oder Leon GSL so konstant gute Ergebnisse holen. Denn ich spiele selber Warhammer 40k auf einem hohen Niveau. Aber 20:0 in der Masse, das ist krass. Ich habe Matches analysiert, mit Topspielern gesprochen und wissenschaftliche Literatur gewälzt. Psychologie, Militärtheorie, Lernforschung. Eins ist dabei deutlich geworden. Systematische Dominanz im Warhammer 40k entsteht nicht durch Talent, Glück oder eine höhere Macht. Sie entsteht aus einem Zusammenspiel aus Mindset, Training und Strategie. Was wir zuerst klären sollten, ist, was ist überhaupt ein 20:0? Ein 20:0 ist im Warhammer 40k erstmal einfach ein Ergebnis. Prinzipiell kann jeder Spieler pro Spiel bis zu 100 Punkte erreichen. 50 durch Primary-Punkte, 40 durch Secondaries und dann nochmal 10 für die Bemalwertung. Diese 20er-Matrix, die setzt dann diese beiden Ergebnisse der Spieler in einen Kontext. Heißt also, es ist eine Differenzmatrix. Umso höher die Differenz, umso höher das Ergebnis. Ein Unentschieden ist zum Beispiel erstmal nur ein 10-10 und umso höher dann die Differenz wird, umso mehr schlägt das Ergebnis in die eine oder andere Richtung um. Erreiche ich eine Differenz höher als 50 Punkte, so ist das ein 20:0. Alles beginnt im Kopf. Carol Dweck nennt es Growth Mindset. Die Überzeugung, dass Fähigkeiten wachsen können. Nicht weil man talentiert ist, nicht durch Zufall, sondern durch Lernen, Wiederholung und Reflexion. Ein Spieler mit Growth Mindset verliert und fragt, woran lag's? Welche Entscheidung war der Fehler? Ein Spieler mit Fixed Mindset verliert und denkt, ich bin halt nicht gut genug. Der eine nutzt Fehler als Werkzeug, der andere als Ausrede. Ohne Growth Mindset gibt es keine Verbesserung. Mit Growth Mindset wird jeder Fehler ein Hebel. Die wenigsten von den Top-Spielern in Deutschland oder der Welt sind von heute auf morgen erfolgreich geworden. Die meisten sind auch erstmal auf RTTs gegangen, dann auf GTs und dann auf Majors und haben halt bei diesen ganzen Turnieren immer mehr und mehr dazugelernt. Leuten, die sehr gut sind, die haben auch Spaß daran, gut zu sein und immer besser zu werden. Hier kommt das Need for Achievements ins Spiel. Der innere Antrieb, Exzellenz zu erreichen. Nicht um Likes zu bekommen, nicht um jemandem etwas zu beweisen, sondern weil gut nicht reicht, wenn besser möglich ist. Growth Mindset öffnet die Tür. Need for Achievement zwingt dich hindurchzugehen. Auch im Singles habe ich halt diesen Anreiz, okay, ich will optimal spielen, was zur Folge hat, dass man dann doch öfter auch mal hoch gewinnt. Also ist es eigentlich, der hohe Sieg ist mehr oder weniger die Folge der Selbstoptimierung von Spiel zu Spiel. Die meisten Spieler glauben, viel Spielen mache besser. Stimmt, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ab diesem Punkt bringt mehr Spielen nichts. Du wiederholst deine Fehler einfach nur. Gezieltes Training ist der Schlüssel, um weiterzukommen. Deliberate Practice bedeutet, du trainierst nicht Spiele, sondern Situationen. Statt 5 Full Games am Wochenende 20 Mal denselben Charge exerzieren, 10 Mal das gleiche Turn 1 Movement üben, 15 Mal denselben Screen aufbauen. Dienst ist dann mehr als Spielen. Es ist gezieltes Trainieren, ein Aufbau von Routinen. Oft kommt dann der Einwand, dass man nicht so viel Zeit hätte zum Trainieren. Hier gibt es einen mentalen Trick, welchen sich zum Beispiel Profisportler zunutze machen: Visualisieren. Denn das Gehirn unterscheidet kaum zwischen realem Handeln und gedanklicher Simulation. Das bedeutet, du kannst Warhammer 40k trainieren, ohne einen einzigen Würfel anzufassen. Rein durch das Visualisieren der Spielszenen. Das heißt, Placing, Turn 1, Turn 2, wo stehen Einheiten, was soll wer machen? Und das, finde ich, hilft extrem, sich dort irgendwann ein sehr großes Portfolio in seinem Kopf aufzubauen, wo man sagen kann, okay, es kann immer verbessert werden, aber wir sind jetzt schon so tief in so vielen Matchups, auf so vielen Karten drin. Ich weiß bei vielen Sachen einfach, was automatisch was passiert und wo der Gegner sonst einen Fehler macht, wer das eben nicht tut. Ich habe bei 40k zumindest das Gefühl, dass man
mit Training sehr, sehr viel ausgleichen kann und ein Spieler, der trainiert oder sehr viel trainiert und sich dementsprechend auch in der Meta und allem sehr gut auskennt, wird gegenüber einem Spieler, der zwar viel Talent hat, aber die Meta kaum trainiert und kaum kennt, fast immer siegreich sein. Wir haben unser Mindset geschärft, wir haben trainiert, wir haben visualisiert, wir wissen, was unsere Armee kann, wir wissen, was die gegnerischen Armeen können, wir wissen, wie die Maps aussehen und wir wissen, wie wir uns da bewegen wollen. So, jetzt kommen wir zum Turnier. An der Platte selbst versuchen wir immer, unsere Optionen zu vergrößern und die des Gegners zu minimieren. Dafür setzen wir den Oder-Loop ein. Heißt Observe, Orientate, Decide und Act. Wie setzt sich das im Spiel durch? Heißt, wir gucken, was macht der Gegner, wir observieren seine Schritte, wir orientieren uns, gucken, was bedeutet das fürs Spiel, wie sehen da die Optionen jetzt aus. Dann, auf dessen Grundlage, treffen wir eine Entscheidung und setzen die dann auch um. Heißt, umso schneller wir diesen Oder-Loop durchlaufen und am besten den Oder-Loop des Gegners stören, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen. Das kann sein mit einem gut geplanten Overwatch, einem netten Rapid Ingress, heißt den Gegner dabei aus der Bahn zu werfen, sodass er sich selber nicht richtig orientieren kann, immer neu über die Situation nachdenken muss und dadurch schlechte Entscheidungen trifft. Dann ist das schon recht zutreffend, dass man sagt, okay, man observt und versucht dann den Fehler zu finden und den dann natürlich möglichst hart beim Gegenüber zu bestrafen. Also um hohe Punkte im 40k zu holen, ist es natürlich wichtig, Fehler des Gegners zu erkennen und ausnutzen zu können. Man ist am Anfang dann halt in diesen Automatismen drin. Stage ganz normal, Turn 1 oder schickt auch schon mal eine Einheit rein, um zu gucken, wie der Gegner damit umgeht. Und genau, das ist auch schon dann, was man macht. Man guckt dann, okay, ich bin jetzt hier gestaged, wie reagiert jetzt mein Gegner? Dann macht er bestimmte Züge und während der schon seine Bewegungsphase macht, gucke ich halt, okay, wo könnte denn eine Lücke sein? Wo hat er vielleicht eine schwache Flanke? Wo kann man dann für das Winning Play quasi gehen? Genau, und dann ist das schon recht zutreffend, dass man sagt, okay, man observt und versucht dann den Fehler zu finden und den dann natürlich möglichst hart beim Gegenüber zu bestrafen. Dies führt für den Gegner zu einer unvollständigen Informationslage, denn er erkennt deinen nächsten Move nicht. Unsicherheiten entstehen und schlussendlich führt dies zu schlechten Entscheidungen bei deinem Gegner. Der Gegner weiß nicht, wo ich eskaliere, wann ich pushe, welche Winkel ich öffne oder schließe. Er kann nur reagieren. Ich möchte lieber das Spiel in 3 Turns beenden oder in eine so krasse Situation Vorteile für mich bringen, dass egal ist, was jetzt passiert. Und bei so etwas passieren natürlich dann vor allen Dingen diese 20-0-Siege, weil man den Gegner absolut überfahren kann. Das kommt dazu natürlich noch die Singles-Mentalität, dass man sagen kann, verliere ich jetzt 11-9 oder verliere ich 20-0, ist vollkommen egal, weil verloren ist verloren. Und dazu kommt natürlich auch, dass zumindest in meinem Fall einfach alles immer darauf abgestimmt ist, dass man diese 2, 3 großen Units hat, die alle Turn 2, 3 auf den Gegner reinbrechen und dort einfach alles töten, vernichten, abbinden und dem Gegner keine Chance mehr lassen, weil ein Gegner, der nichts tun kann, der kann mich auch nicht überraschen, egal wie er würfelt, egal was er zieht. Und das ist im Endeffekt der Punkt. Man muss den Gegner in meine Position kriegen, dass er nichts mehr tun kann, was ich nicht kontrollieren kann, wo ich nicht genau weiß, okay, er kann maximal jetzt noch hier laufen oder er ist tot, er kann gar nichts mehr scoren. So entwickelt sich ein Momentum. Der erste Erfolg erleichtert den nächsten. Und kleine, frühe Vorteile können zu einer späteren Lawine führen. Vorteile bringen bessere Trades, bessere Board Control, mehr Initiative. Nachteile erhöhen Friktion, Fehleranfälligkeit, Initiativverlust. Der Gegner hat zwar noch Züge, aber keine guten mehr. Indem ich Wege blockiere, Schlüsselzonen besetze, Missionen für ihn unerfüllbar mache, Winkel zustelle oder ihm durch gezielte Offensivaktionen unter Druck setze, erlange ich die Kontrolle über das Spiel. Kontrolle in einem Spiel ist, denke ich, wenn man dem Gegner einen Schritt voraus ist. Also wenn man sagt, okay, ich spiele hier meinen Zug, man spielt den aus und
man eigentlich schon weiß, wie der Gegner reagieren wird und optimalerweise im Kopf schon den Plan hat, wie man auf die Reaktion des Gegners reagiert. Sobald man zu dem Punkt kommt, dass man sich nur von Zug zu Zug oder nur von Bewegung zu Bewegung hangelt, da kann man sagen, dass dann die Kontrolle nicht ganz so hoch ist über das Spiel, würde ich sagen. Oh, sorry, ich war komplett im Flow. Apropos Flow, das ist, wenn diese Topspieler, wenn man sagt, ey, das sieht bei denen alles so leicht aus, das ist oftmals, wenn die selber im Flow sind. Heißt, was ist Flow? Man kennt es aus dem Sport. Das ist dann, wenn die Fähigkeiten und die Herausforderungen zusammenkommen. Heißt also, wenn es nicht zu schwer ist und nicht zu leicht, wenn Automatismen greifen, Routinen zusammenkommen, dann ist der Spieler im Flow. Und dann sieht das auch so leicht aus. Ja, den Flow beim 40k, den gibt es auf alle Fälle. Das sind, ja, stärker ist er immer am Anfang vom Spiel, weil dort die Abläufe regelmäßiger sind von Spiel zu Spiel. So, man deployt gewisse Einheiten immer an derselben Stelle. Man staged immer, ja, abhängig von der Map, aber immer in derselben Position ungefähr. Und dann im Laufe des Spiels, desto mehr Möglichkeiten sich auftun, desto mehr kommt man dann aus diesen Automatismen raus und denkt halt tatsächlich über die einzelnen Situationen nach. Aber so gewisse Sachen, so wie, ja, wenn eine bestimmte Einheit oder so schießt, das hat man natürlich, wenn man eine Armeeliste schon oft genug gespielt hat, ja, wie das 1x1, das rattert man dann runter. Dann ist das wie im Endeffekt so ein Tape abspielen. Es ist erstmal, alles ist ganz klar definiert, was kommt jetzt, was mache ich jetzt? Ah, cool, Placement hier, Placement da, okay, Turn 1, das bewegt sich dahin, das scoutet in Area Deny, um das Große zu verhindern und so weiter und so weiter. Es ist eine massive Erleichterung und das kann man in meiner Meinung fast gar nicht abstellen, dass man einfach dadurch, dass man so etwas so oft wiederholt, dass es einfach automatisiert passiert. Flow ist nicht Dominanz. Flow ist der Zustand, der Dominanz möglich macht. Ein 20-0 entsteht nicht, weil der Sieger perfekt spielt. Es entsteht, weil der Verlierer systematisch daran gehindert wird, gute Entscheidungen zu treffen. Es entsteht ein kognitiver Overload. Das Arbeitsgedächtnis des Gegners wird überlastet. Ein vorbereiteter Spieler erkennt Muster, hat Routinen, ist im Flow. Ein unvorbereiteter Spieler muss rechnen, nachmessen, kalkulieren und Regelinteraktionen prüfen. Dieses alles kostet geistige Ressourcen. So entstehen Forced Errors. Der Gegner gerät in Entscheidungsdilemmata. Das heißt natürlich auch, dass man in dieser Situation jeden Fehler des Gegners massiv bestraft, aber auch jeden Fehler von sich selbst bestraft. Man gleichzeitig aber natürlich, zumindest in meinem Fall, vom Mental immer rangeht, okay, das Spiel ist jetzt in meinem Kopf in 2 Runden um. Heißt, ich habe für gewisse Situationen deutlich mehr Zeit zu denken, weil ich nicht glaube, dass ich für Turn 5 noch 20 Minuten brauche. Beim Gegner ist es natürlich umgedreht, der kämpft gerade dann viel mehr um sein Überleben und dort sind dann Fehler auch kritisch, hat aber trotzdem immer noch im Kopf, ja, wenn ich das schaffe, brauche ich ja noch meinen Turn 4 und vielleicht noch meinen Turn 5. Und das ist für mich so ein Punkt, wo man sagen kann, man profitiert auf der einen Seite davon, dass der Gegner, wenn er sich in dieser Situation so extrem hoch konzentriert wie einer selbst, er irgendwann die Zeitprobleme kriegt und die ihn dann sozusagen zwingen, unüberlegte Situationen zu machen. Oder umgedreht, man selber einfach so massiv im Spiel drin ist und solche Erfahrungswerte hat, dass man einfach ganz genau weiß, ich schiebe das jetzt rein, ich schiebe das jetzt rein. Ich habe diesen Push jetzt schon 7-mal gespielt und so funktioniert das jetzt und fertig. Das Spiel ist für den Gegner zu diesem Zeitpunkt oftmals bereits strukturell verloren. Der Gegner ist in seinen Optionen so eingeschränkt, dass egal wie er spielt, er das Ruder kaum noch rumreißen kann. Hier ist es entscheidend, den Druck aufrechtzuerhalten, Kräfte zu bündeln und den Sack zuzumachen. Und das ist natürlich ein ganz, 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 ganz wichtiger Bestandteil, gerade wenn man diese 20-0 spielen möchte, dass man der agierende Spieler bleibt. Dass man die Person ist, die ganz klar bestimmt, was passiert jetzt am Tisch, wo geht jetzt was hin, was stirbt, was überlebt, zumindest geplant natürlich. Und ich würde sagen, dass, wie gesagt, hierbei einfach der große Vorteil ist,
man muss sich diese Zeit einmal nehmen in diesem Turn 2, Turn 3, wenn man diesen All-In-Push spielt, aber wenn man diese Zeit genutzt hat und es zumindest halbwegs geklappt hat, hat man den Gegner meistens so an 'ne Ecke gedrängt, dass er entweder selbst extrem lange drüber nachdenken muss, vermutlich sogar länger, oder aber er sich da gar nicht mehr befreien kann. Das heißt, selbst wenn dein Gegner einem vielleicht strategisch denkend überlegend ist, kann man ihn trotzdem dort einfach festnageln. Das ist so 'n bisschen wie im Schach am Ende des Tages. Selbst wenn ich gegen 'nen Magnus Carlsen spiele, wenn der Magnus Carlsen nur noch 'n König hat und ich habe noch mein komplettes Board, bisschen übertrieben natürlich gesehen, aber habe noch 2 Türme, das Spiel in diesem Spiel kann dir Skill nur bis zu einem gewissen Punkt weiterhelfen. Und wenn gewisse Sachen einfach weg sind sie weg. Und da kannst, in Turn 3, wenn jemand sich falsch positioniert hat und vielleicht schon Key Units verloren hat, kann selbst der beste Spieler der Welt dann sozusagen nicht mehr ein 20:0 verhindern. Ein dominanter Spieler gibt sich nicht mit dem Sieg zufrieden. Er zielt auf das bestmögliche Ergebnis. Das ist ein trainierbares System und erklärt jedes konstante 20:0. Die graue Theorie ist ja schön und gut. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Wissen? Ich habe euch ein bisschen was erzählt. Live hat seine Meinung dazu abgegeben, Tim hat seine Meinung dazu abgegeben. Und sie haben ja auch gezeigt, die können's. So, aber wie können wir das, was wir jetzt gerade gelernt haben, auch wirklich im Alltag anwenden? So, und hier kommen jetzt ein paar Tipps und Tricks, wie wir das nutzen können. Wir fangen als erstes an, indem wir uns ein Trainingstagebuch aufbauen. Das kann ein Trainingstagebuch sein, was aber auch ein Turniertagebuch sein kann. Prinzipiell egal wie. Wenn wir Warhammer spielen, dann nutzen wir das. Machen wir uns nach jedem Trainingsspiel oder nach jedem Turnierspiel eine kurze Notiz. Das muss nichts Langes sein. Einfach nur, was lief gut, was lief schlecht. So, und gerade bei dem, was schlecht lief, da ist dann die Frage, warum lief es schlecht? Und was ist meine Erkenntnis daraus? Alleine das aufzuschreiben, ist schon ein riesiger Schritt nach vorne und bringt einen dahin, dass wir wirklich bei diesem Growth-Mindset sind. Wachsen, lernen. Als nächstes machen wir uns ein kleines bisschen das Motivationsthema ein bisschen größer. Und wie können wir uns da motivieren? Das können wir über klar gesteckte Ziele machen. Die sollten jetzt nicht riesig groß sein, weil das soll dieses Need for Achievement adressieren. Heißt also, wir nehmen uns in jeder Woche ein kleines Ziel vor. Das kann zum Beispiel sein, ich mache mein Deployment in weniger als 5 Minuten. Das kann sein, ich screene mein Backfield. Das können alles so kleine Sachen sein, die ich mir als Ziel setze und die ich da abarbeite. Wenn wir das dann gemacht haben, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, heißt also das Trainieren. Heißt, wie trainiere ich? Wir hören jetzt auf, einfach nur Spiel an Spiel an Spiel zu hängen, sondern wir üben wirklich isoliert gewisse Sachen. So, da können wir wieder das anwenden, was wir gerade gesagt haben, für unsere kleinen Ziele setzen. Heißt, wir machen 10-mal hintereinander den Screen aufbauen. Wir suchen uns eine bestimmte Map aus, an den GW1, weil wir das auf dem nächsten Turnier spielen. Und wir machen da für jedes Deployment 10-mal die Aufstellung. Es geht mir nur darum zu wissen, wo die Sachen stehen sollen, sondern es geht auch darum, sie wirklich aktiv mal dahin zu stellen, auszurichten, so dass wir da nicht jedes Mal wieder alles ausmessen müssen, drum und dran, sondern wirklich schon diese Routinen reinbekommen, Modell nehmen, stellen, Modell nehmen, stellen, Modell nehmen, stellen. 10 Modelle hintereinander so stellen, dass es keine Sichtlinien gibt. So, und das üben wir. Das kann auch sein, dass wir uns eine WTC-Map nehmen und dann haben wir unsere Aufstellung schon fertig und dann machen wir einfach mal von da aus das Dating. So, schnell in die Ruine kommen. So aufstellen, dass ich da möglichst nicht gesehen werde. Alles solche kleinen Sachen. Charging, schwieriges Thema. Wir stellen uns einfach ein paar Models hin, nehmen unsere Armee, machen verschiedene Szenarien, wie die aufgestellt sind und üben Charges. Heißt würfeln, chargen, würfeln, chargen, würfeln, chargen. Am besten natürlich mit jemandem, der sich mit dem Thema auch auskennt und das mal reflektieren kann, Feedback geben kann.
Warum hast du den so gemoved? Hättest du vielleicht so moven können, um dann dementsprechend ein Piling zu machen. Das ist etwas, was wir machen wollen, was wir gezielt üben wollen und wo wir dadurch auch wirklich besser werden. Und das bringt uns dann zu dem Punkt, wo wir in den Oder-Loop auch eingreifen können. Heißt also wirklich, dass wir dann unsere isolierten Trainingsziele mal in Spielsituationen einbauen und probiert aktiv zu erkennen, was der Gegner gerade macht, was ich dadurch machen kann, welche Optionen ich habe, wie ich ihn stören kann. Das sind Reactive Moves, Overwatch, alles solche Themen, wo man dann den Oder-Loop des Gegners stören kann. Und dann gucken wir auch, wir achten mal ganz aktiv beim Spielen darauf, wie wir in einen Flow kommen. Und wir probieren diese Trigger, diese Flow-Trigger wieder zu aktivieren. Ein Punkt, den wir auch noch auf jeden Fall machen können, wenn wir unser Training schon gemacht haben, unsere Spielszenen trainiert haben, visualisieren. Abends vorne im Bett gehen. Wir legen uns hin, anstatt dann nochmal durchs Handy durchzuscrollen, nehmen wir uns einfach mal das Thema Warhammer visuell vor. Heißt also, ich mache da genau dasselbe, was ich vorher an der Platz gemacht habe. Wo stelle ich mich auf? Wo kann ich Sichtlinien haben? Was mache ich, wenn der Gegner nicht pusht? Wie reagiere ich? 10 Minuten vorm Schlafengehen visualisieren. Das Gehirn macht erstmal keinen Unterschied, ob wir wirklich trainieren oder ob wir es uns nur vorstellen. Dann beim Spielen gucken wir uns, wie gesagt, an, dass wir den Oder-Loop richtig erfassen, richtig durchführen, schneller durchführen, immer schneller durchführen und den gegnerischen Oder-Loop stören. Und zu allerletzt, wenn wir merken, dass wir immer besser werden, nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern weitermachen. Need for Achievement. Nicht der Sieg ist das Wichtige, sondern das Besserwerden ist das Wichtige. Und wenn wir immer besser werden, dann werden wir zwangsläufig zu 20-0 Spielern. Ich weiß, was ich jetzt als nächstes tun werde und ich hoffe, ihr macht mit.